Hallo, Lehrer. Ich weiß, dass Sie beschäftigt sind, aber kann ich Ihnen bitte eine Frage zum Deutschlernen stellen? Hallo, sag. Ja, sicher. Ich glaube, ich habe ein paar Minuten. Sag mir. Dankeschön. Nun, es geht darum, auf Deutsch zu lesen. Für mich ist es wichtig, auf Deutsch zu lesen, und ich weiß, dass man Deutsch durch Lesen lernen kann. Ich möchte, dass Sie mir dabei helfen. Ich freue mich, dass Sie gefragt haben, weil viele Schüler nicht gerne lesen. Aber es ist wirklich. Nun, Sie können mit einfachen Büchern beginnen. Es ist eine hervorragende Möglichkeit, mit dem Deutschlernen zu beginnen, weil Sie einfachen Wortschatz und grundlegende Grammatik verwenden. Diese Bücher enthalten oft Bilder, die Ihnen helfen, die Geschichte zu verstehen. Kinderbücher, Einsteigerromane und Bücher für Sprachlerner. Sie sind eine gute Wahl. Während Sie lesen, werden Sie sehen, wie Wörter in Sätzen verwendet werden und lernen gebräuchliche. Und das stärkt Ihr Selbstvertrauen und macht das Lesen zum Vergnügen. Mit der Zeit können Sie sich anspruchsvolleren Büchern zuwenden, wenn sich Ihr Verständnis verbessert. Sie können auch zweisprachige Bücher verwenden. Das zeigt den deutschen Text neben Ihrer Muttersprache an. Zweisprachige Bücher sind großartige Hilfsmittel, weil sie Ihnen helfen, die Bedeutung deutscher Wörter zu verstehen. Und Sätze, indem Sie sie mit Ihrer Muttersprache vergleichen. Diese Bücher bieten Übersetzungen und Erklärungen, die es einfacher machen, der Geschichte zu folgen. Durch das Lesen beider Versionen. Seite an Seite können Sie neue Vokabeln lernen und sehen, wie Ideen auf Deutsch ausgedrückt werden. Diese Methode hilft Ihnen auch, die deutsche Grammatik und Satzstruktur besser zu verstehen. Jetzt erzähle ich Ihnen etwas, das ich gemacht habe, als ich vor vielen Jahren anfing, Deutsch zu lernen. Vorlesen. Es hilft Ihnen, die Laute deutscher Wörter zu hören und Ihre Sprechfähigkeiten zu üben. Beim Vorlesen können Sie sich auf die Aussprache jedes Wortes und den Satzrhythmus konzentrieren. Diese Übung hilft Ihnen auch, sich Vokabeln besser zu merken, da sie mehrere Sinne nutzen. Die Worte sehen und hören. Vorlesen macht es angenehmer. Sie kommen sicherer mit der deutschen Sprache zurecht und stärken Ihr Selbstvertrauen. Beginnen Sie mit kurzen Passagen und erhöhen Sie die Länge schrittweise, wenn Sie sich wohler fühlen. Jetzt müssen Sie noch Ihren Wortschatz aufbauen. Das ist sehr wichtig. Beim Lesen werden Sie auf neue Wörter stoßen. Führen Sie ein Vokabeltagebuch, in dem Sie diese Wörter aufschreiben. Zusammen mit ihrer Bedeutung und Beispielsätzen. Dies hilft Ihnen, sich die Wörter besser zu merken. Und verstehen, wie man sie im Kontext verwendet. Sie können Ihr Tagebuch regelmäßig überprüfen, um Ihren Lernerfolg zu vertiefen. Versuchen Sie, das Neue zu nutzen. Wörter in deinen eigenen Sätzen oder Gespräche zu üben. Der Aufbau eines starken Wortschatzes ist für die Verbesserung Ihres Leseverständnisses und Ihrer allgemeinen Deutschkenntnisse unerlässlich. Und es ist auch wichtig, regelmäßig zu lesen. Es ist wichtig für eine stetige Verbesserung der Deutschkenntnisse.
Nehmen Sie sich jeden Tag eine bestimmte Zeit zum Lesen, auch wenn es nur ein paar Minuten sind. Diese tägliche Übung hilft Ihnen, sich an die Sprache zu gewöhnen und macht das Lesen zu einem natürlichen Teil Ihrer Routine. Konsistenz ist der Schlüssel zum Lernen und Merken neuer Wörter und Grammatik. Im Laufe der Zeit. Sie werden merken, dass Sie schneller lesen und mehr verstehen können. Und durch regelmäßiges Lesen werden Sie auch mit verschiedenen Schreibstilen und Themen vertraut gemacht. Und das Lernen bleibt interessant. Zumindest ein paar Minuten am Tag, aber tun Sie es bitte. Dies ist eine Methode, die Ihnen sehr helfen wird, also achten Sie bitte darauf. Im Ernst, pass auf. Üben Sie das Überfliegen und Scannen. Haben Sie schon einmal davon gehört? Mach dir keine Sorge. Ich werde es dir erklären. Überfliegen und Scannen sind Lesetechniken. Diese Technik hilft Ihnen, bestimmte Informationen zu finden, ohne jedes Wort lesen zu müssen. Beim Skimming geht es darum, einen Text schnell durchzulesen, um sich einen Überblick über den Inhalt zu verschaffen. Und beim Scannen wird nach bestimmten Details gesucht, beispielsweise nach Namen, Daten oder Schlüsselwörtern. Diese Techniken sind nützlich, wenn Sie Informationen schnell finden müssen, beispielsweise in Artikeln oder Lernmaterialien. Das Üben des Überfliegens und Scannens verbessert Ihre Leseeffizienz und hilft Ihnen, zu verstehen. Die Hauptpunkte eines Textes schneller erfassen. Diese Methode hat mir sehr geholfen. Du musst es versuchen. Und noch etwas, das mir geholfen hat, nicht nur mein Lesen, sondern auch mein Sprechen zu verbessern, ist: Besprechen Sie, was Sie gelesen haben. Besprechen Sie das Gelesene mit Freunden, Klassenkameraden oder hilft, Ihr Verständnis des Textes zu vertiefen. Sprechen Sie über die Geschichte, die Charaktere oder die Hauptideen. Ermöglicht es Ihnen, Ihre Gedanken auszudrücken und verschiedene Perspektiven zu hören. Es hilft Ihnen auch, das Sprechen zu üben und die Verwendung neuer Vokabeln im Gespräch. Sie können einem Buchclub beitreten oder einen Lesepartner finden. Regelmäßig über Bücher zu diskutieren. Dieser soziale Aspekt des Lesens macht das Lernen interaktiver und festigt das Gelernte. Und ich muss mir über etwas im Klaren sein. Beim Lesen geht es nicht nur um das Lesen von Büchern. Lesen Sie also verschiedene Arten von Texten. Durch das Lesen verschiedener Textarten lernen Sie unterschiedliche Vokabeln und Schreibstile kennen. Artikel und Nachrichtenberichte helfen Ihnen, formelle Sprache und aktuelle Ereignisse zu lernen. Geschichten und Romane führen Sie in die Beschreibungssprache und Erzähltechniken ein. Dialoge, beispielsweise in Theaterstücken oder Drehbüchern, helfen Ihnen, die deutsche Konversationssprache und gebräuchliche Redewendungen zu verstehen. Diese Vielfalt bereichert Ihr Leseerlebnis und bereitet Sie darauf vor, Deutsch in verschiedenen Kontexten zu verstehen. Es hält das Lesen auch dadurch interessant, dass es verschiedene Formen von Inhalten anbietet. Also: Lesen ist nicht nur etwas für Bücher. Sie können alles lesen, was Sie wollen. Artikel, Romane, Beiträge auf Deutsch, Anleitungen, Geschichten, Gespräche wie in diesem Video.
Ich muss jetzt gehen. Was möchten Sie sonst noch über das Deutschlernen wissen?